The vision around Xbox has really transformed over the years of people playing on multiple devices, people playing anywhere. We know what players want. Erstmals hat Microsoft seinen in Kooperation mit Asus entwickelten Handheld, also den ROG Xbox Ally X, für alle frei zugänglich auf der Gamescom 2025 zum Antesten präsentiert und dabei eine so erschreckend schlechte Performance abgeliefert, dass ich wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Von reihenweise Abstürzen über Ladezeiten aus der Hölle, Spiele mit teils deutlich unter 30 FPS und einem Gewicht, dass es schon nach 5 Minuten das Handgelenk wehtut, war alles dabei, wie man es nicht macht, aber der Reihe nach. This is gonna be awesome. Now we literally have a device that could go with you everywhere. Dieses Video wird euch von meinem Dauerpartner Instant Gaming präsentiert, die aktuell einen Monat Game Pass Ultimate für ca. 15 € und 3 Monate für 41 € im Angebot haben. Ihr könnt hier also gegenüber den regulären Preisen wieder viel Geld sparen und unterstützt mit einem Kauf diesen kleinen Nischenkanal sehr. Und jetzt lasst uns über dieses komische Stück Hardware reden. This is gonna be awesome. Zunächst mal habe ich persönlich im Handheld-Bereich eine Switch und seit dem Juni-Release eine Switch 2 und das war's. Super zufrieden damit? Passt. Konsolen wie das Steam Deck oder ältere Versionen des ROG Ally hatte ich nie in der Hand und kann das daher schwer bzw. nicht vergleichen. Inwiefern ich mir daher eine repräsentative Meinung in diesem Bereich bilden kann, sei daher mal dahingestellt und hey Leute, ich möchte euch das Gerät auch gar nicht madig reden, auch wenn ich wirklich schockiert war, aber lasst mich erklären. Zunächst mal konnte jeder auf der Gamescom das neue ROG Xbox Ally X ohne große Wartezeiten ausprobieren, wenn man dafür nicht an den Xbox stand, sondern ganz hinten in Halle 8 direkt zu Asus gegangen ist. Hier waren 8 bis 12 Geräte frei am Stand positioniert, an denen sich zu meiner Verwunderung keine Schlangen gebildet haben. Sprich, wenn ihr das Gerät in die Hand nehmen wolltet und ein bisschen damit zocken wolltet, konntet ihr das trotz ausverkaufter Gamescom am Donnerstag sofort. Inwiefern man hier schon ein Deinteresse potenzieller Käufer ableiten kann, zumal die Schlangen gleichzeitig bei Nintendo gigantisch lang waren, keine Ahnung. Dass Microsoft hier kein Land sehen wird, war eigentlich spätestens mit der Preisankündigung sowieso klar. Der erste Schock war direkt der Formfaktor und das Gewicht. Das Teil länger, waagerecht mit einer Hand zu halten, ist praktisch nicht möglich. Spätestens nach 2 Minuten tut euch das Handgelenk weh. Das geht zwar auch mit einer Switch 2 auf Dauer nicht gut, aber gefühlt ist das ROG doppelt so schwer. Kurz Google angeworfen. Mein Gefühl war nicht richtig. Die neue Xbox Handheld-Konsole ist mit 715 Gramm nur, in Anführungszeichen, 181 Gramm schwerer als die Switch 2. Nimmt man die Joy-Cons von der Switch 2 ab, kommt das mit doppelt so schwer, aber tatsächlich schon fast hin. Hinzu kommt, dass das Teil extrem dick ist. Wie gesagt, kann sein, dass das bei anderen PC-Handhelds ähnlich ist. Wenn man von Nintendo kommt, schaut man jedenfalls erstmal sehr irritiert. Der nette Mann neben mir hatte es ganz treffend umschrieben. Sieht aus wie 2 Elefanten beim Geschlechtsverkehr. Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. So, das wäre jetzt bis hierhin aber noch alles verschmerzbar und würde den geneigten Xbox-Spieler noch nicht davon abhalten, diese Hardware zu kaufen. Es ging aber halt nicht besser weiter, ganz im Gegenteil. Anspielbar war, zumindest als ich dort war, zum einen Hogwarts Legacy und zum anderen Forza Horizon 5. Auch hier vorab, beide Spiele habe ich vorher nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, wie das Harry Potter Ding auf der Switch 2 läuft. In Harry Potter bin ich kurz an einer Stelle bei Bahngleisen rumgelaufen. Da gab es weder Gegner noch andere NPCs. Also nichts, was großartig Performance gefressen hätte. Man hat hier aber schon beim simplen Drehen im Stand um die eigene Achse deutlich gesehen, dass das maximal 30 FPS, wenn nicht sogar weniger waren. Kann sein, dass man die Grafik runterstellen muss. Kein Plan. Simples Plug-and-Play wie bei Nintendo scheint es hier ohnehin nicht zu geben. Nach 3 Minuten planlosem Rumlaufen ist mir das Ding dann mit einem Windows Blue Screen komplett abgeraucht. Habe ich leider nicht auf Video, aber passte dann schon ganz gut ins Bild.
Auf dem Ally neben mir ist Hogwarts Legacy zunächst nicht abgestürzt. Dafür konnte man die Konsole hier nach wenigen Minuten nicht mehr halten, da sie richtig heiß geworden ist. Ich würde tippen, dass hier der interne Lüfter ausgefallen ist. Vorabserie vielleicht? Keine Ahnung. Ums Eck ging es dann mit Forza weiter, welches ebenfalls crashed war und die nette Mitarbeiterin das Ding deshalb erstmal komplett resetten musste. Also die Dame tat mir wirklich leid, weil sie gar nicht mehr wusste, was sie dazu noch sagen sollte. Jedenfalls hat dann Forza, nachdem man es nach einer längeren Bootphase, also locker 2 Minuten anklicken konnte, nochmal 5 Minuten geladen, bis man im Hauptmenü war. Bis man dann ab hier fahren konnte, musste man sich nochmal 2-3 Minuten durch eine Ladesequenz langweilen. Kein Vergleich zu einer Switch, die du anmachst und sofort weiterspielst. Meine 2 Jungs hatten hier dann auch schon keinen Bock mehr, weil die das so gar nicht kennen. Ja, mehr kann ich dementsprechend zur Konsole nicht sagen, wollte es aber unbedingt noch in ein Video pressen, weil meine Fresse, was zur Hölle und so. Immerhin ist die Konsole dann ganz günstig, wie man mir vor Ort am Stand gesagt hat. Die kleinere Version soll 600 € kosten, die größere 900 €. Ja, nö, ist klar. In diesem Sinne, lasst euch nicht verarschen, diese Preise ist das Teil meiner Meinung nach nicht wert, aber vielleicht laufen die finalen Geräte ja dann wenigstens besser. Wobei, da ist ja Windows drauf. Egal. I'm able to continue to experience the worlds and characters that I love anywhere that I want to play. This is gonna be awesome. Now we literally have a device that could go with you everywhere.